Prostitution in Deutschland. Seit Ende 2002 ist Prostituierte ein staatlich anerkannter Beruf. Die Sexindustrie ein offizieller deutscher Wirtschaftszweig. 15 Jahre später wird dennoch debattiert. Wie freiwillig arbeiten Frauen im Milieu? Ist das Arbeit oder nicht schon Ausbeutung? Der Fokus dabei immer auf der Frau, ihren Umständen und ihren Entscheidungen. Diesen Fokus wollen wir heute einmal von den Frauen wegrücken und uns jemand anderen genauer angucken. Ihn hier, den Freier. Auch Prostitutionskunde oder Sexkäufer genannt. Eine Gruppe Menschen, fast ausschließlich männlich, die sich sexuellen Zugang zu anderen Personen, hauptsächlich zu Frauen, erkaufen. Das Statistische Bundesamt schätzt, dass in Deutschland täglich ca. 1,2 Millionen Transaktionen im Milieu stattfinden. Das sind also 1,2 Millionen Freier täglich. Höchste Zeit, diese Gruppe Männer einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Sind Freier wirklich sozial isoliert, einsam oder einfach nur sexuell frustriert? Was für eine Art Mann wird überhaupt Freier? Schätzungen über den Anteil der Freier unter der männlichen Bevölkerung schwanken stark. Mittleren Schätzungen zufolge kauft sich ca. jeder 5. deutsche Mann regelmäßig sexuellen Zugang zu einer prostituierten Person, fast immer einer Frau. Dabei gibt es kein Muster, was die Herkunft der Männer angeht. Freier gibt es in jeder Gesellschaftsschicht, mit und ohne Migrationshintergrund, mit jedem Bildungsniveau, mit verschiedensten politischen und religiösen Überzeugungen und in jedem Gewerbe, vom Obdachlosen bis zum Staatsbeamten. Obwohl es SPD, Grüne und FDP waren, unter denen die Prostitution in Deutschland legalisiert wurde, sind politisch Rechte unter Freiern wohl möglich in der Mehrheit. Zumindest laut 3 nicht repräsentativer Umfragen aus einem großen deutschen Freierforum. Genaue Zahlen gibt es aber nicht. Allerdings ist der Prostitutionskonsum auch eine Frage des Geldes, was wahrscheinlich erklärt, warum Männer mit Abitur und weiteren akademischen Abschlüssen unter Freiern überrepräsentiert sind. Laut Selbstkundgabe auf Freierforen geben daueraktive Freier jährlich 4-stellige Summen zum Zweck der Prostitutionsnutzung aus. Daueraktive Freier zahlen für den sexuellen Zugang ca. einmal pro Monat. Was das Alter angeht, so erstreckt sich die Bandbreite der Freier vom Abiturienten bis zum Rentner, wobei die am meisten vertretene Altersgruppe die 20- bis 40-Jährigen sind. Der erste Bordellbesuch findet meist in den frühen 20ern statt. Interessanterweise fällt die Wahrscheinlichkeit, ein Freier zu werden, allerdings stark ab, wenn der Prostitutionskonsum in den 20ern nicht etabliert wurde. Es sollte kurz erwähnt werden, dass es auch in Deutschland heute noch vorkommt, dass männliche Verwandte, ja der eigene Vater oder auch Freunde einen jungen Mann, manchmal sogar noch einen Jungen, dazu anstiften, doch endlich seine Jungfräulichkeit zu verlieren und dafür den Bordellbesuch empfehlen. Was Sextourismus angeht, gibt es eine große Zahl deutscher Männer, die das Land für diesen Zweck verlassen. Aber gleichzeitig ist Deutschland seit der Legalisierung der Prostitution selbst ein beliebtes Ziel für Sextouristen geworden. Männer kommen aus aller Welt nach Deutschland, teilweise ausdrücklich zur Nutzung der Prostitution, und das sowohl aus wohlhabenden europäischen Nachbarstaaten als auch aus Ländern verschiedenster Entwicklungsstadien rund um den Globus. Was den Beziehungsstatus angeht, so sind die meisten Freier keinesfalls einsame, isolierte Männer, die keine Partner finden, weil sie nicht konventionell attraktiv sind oder eine Behinderung haben. Im Gegenteil. Etwa 1/3 bis die Hälfte aller Freier ist in einer festen Beziehung oder verheiratet, und viele geben in Studien außerdem eine hohe Zahl vergangener Sexpartner an. Das heißt konkret, Freier sind Männer, die jede und jeder von uns kennt. Sie leben ganz normal unter uns. Es können unsere Väter, Brüder, Söhne, Verwandte, Freunde, Nachbarn, Lehrer, Professoren, Chefs oder sogar unsere Partner sein. Augen verschließen geht also nicht. Es geht uns alle etwas an.